Hallo, heute möchten wir zeigen, wie Sie Ihren LSS100 Frequenzumrichter einsatzbereit parametrieren können. Für diese Parametrierung sind insgesamt 7 Einstellungen zu treffen. Lassen Sie uns nun mit dem ersten Schritt beginnen. Als erstes aktivieren wir den Start-Stopp-Betrieb, indem wir zu dem Parameter DRV navigieren. Dafür wird dreimal die Oben-Taste betätigt und einmal die Enter-Taste, um die Einstellung zu öffnen. Hier wird nun die Zahl 1 angezeigt. Diese müssen Sie mit den Pfeiltasten zu einer 0 umändern. Drücken Sie danach zweimal die Enter-Taste, um die Änderung zu speichern, und einmal Escape, um zurück zur Startanzeige zu gelangen. Schritt 2. Jetzt aktivieren wir die Geschwindigkeitsregelung über die Pfeiltasten. Hierfür drücken wir nun 4-mal die Oben-Taste und bestätigen mit Enter. Hier ändern wir die 0 zu einer 1. Drücken Sie nun wieder zweimal die Enter-Taste und einmal Escape, um zu speichern und um zurückzukommen. Schritt Nummer 3. Als nächstes muss die Motornennleistung in das Gerät eingegeben werden. Dieser Wert ist am Typenschild des Elektromotors ablesbar. Wir navigieren nun zu dem Parameter DR14, indem wir einmal die Rechtstaste und 5-mal die Oben-Taste drücken. Wir bestätigen mit Enter und sehen einen Wert von 0,40 kW. Hier müssen Sie nun Ihre Motornennleistung eingeben. Bei unserem Motor handelt es sich zwar um einen 0,18 kW Motor, es wird hier aber aufgerundet. Nun wieder zweimal die Enter-Taste und einmal Escape drücken, um zu speichern und um zurück zur Startanzeige zu kommen. Schritt Nummer 4. Nun stellen wir die Eingangsfrequenz ein. Hierfür navigieren wir zu dem Parameter BA10. Dorthin gelangen wir, indem wir zweimal die Rechtstaste und 8-mal die Oben-Taste drücken. Mit Enter bestätigen wir und ändern die angezeigte 0 zu einer 1. Drücken Sie nun zweimal Enter, um die Einstellung zu speichern. Schritt Nummer 5. Jetzt wird die Motorpolzahl eingestellt, indem wir zu BA11 navigieren. Wir drücken einmal die Oben-Taste, um von BA10 auf BA11 zu gelangen, und öffnen diesen mit der Enter-Taste. Da es sich bei uns schon um einen 4-poligen Motor handelt, verändern wir an diesem Parameter nichts und drücken einmal die Enter-Taste. Schritt Nummer 6. Als nächstes stellen wir die Motornennspannung bei dem Parameter BA15 ein. Auch dieser Wert ist am Typenschild des Motors zu finden. Wir drücken nun 4-mal die Oben-Taste und einmal Enter. Hier drücken wir einmal die Oben-Taste, um die 0 zu einer 100 zu ändern. Jetzt betätigen wir zweimal die Linkstaste und ändern von 100 auf 400 Volt. Nun wieder zweimal Enter drücken, um den Wert zu speichern. Schritt Nummer 7. Als letztes stellen wir die Eingangsspannung ein, indem wir zu dem Parameter BA19 navigieren. Wir drücken 4-mal die Oben-Taste und bestätigen mit Enter. Hier wird nun 380 angezeigt. Diesen Wert ändern wir nun zu 400, indem wir einmal nach links und zweimal nach oben gehen. Jetzt noch zweimal Enter und einmal Escape drücken, um die Einstellung zu speichern und um zum Startbildschirm zu gelangen. Nach dieser 7-schrittigen Parametrierung ist Ihr LSS100 Frequenzumrichter einsatzbereit. Vom Startbildschirm aus müssen Sie die Enter-Taste drücken, um in den Z-Modus zu gelangen. Nun können Sie über die Pfeiltasten Ihre gewünschte Frequenz eingeben und den Frequenzumrichter starten.